The idea of physical death is completion. You serve your purpose and then you won. 20-year-old XXXTentacion killed in an apparent robbery. Kaum hatte er mit seiner Vergangenheit abgeschlossen, schon wurde ihm die Zukunft genommen. Noch ein Künstler, der uns viel zu früh verlassen hat. Noch ein Vater, dem es verwehrt blieb, sein Kind aufwachsen zu sehen. Doch vielleicht musste er sterben, damit sein Einfluss bis in die Ewigkeit reicht. Jussie Dwayne Ricardo Onfrow wurde am 23. Januar 1998 in Florida geboren, aber aufgewachsen ist er in härteren Gegenden, der Umgebung von Lauderhill und Pompano Beach. Gegenden, die bis heute noch von Armut und Gewalt betroffen sind. Seine Mutter Cleopatra Burnett stammte aus Haiti und sein Vater Dwayne Onfrow aus Jamaika, Länder, die von vielen Krisen betroffen waren und es teilweise immer noch sind. Trotzdem versuchen sie mit dieser Vorbelastung ihrer Rolle als Eltern gerecht zu werden, um Jussie eine gute Kindheit zu ermöglichen. Der Vater war nur bis zum 10. Lebensjahr von Jussie präsent, danach sahen sie sich nie wieder. Nämlich war der Vater von Jussie zeitweise wegen Drogendelikte inhaftiert und wurde 2016 nach Jamaika abgeschoben. Daher wuchs Jussie ohne Vaterrolle auf, kein Vorbild, das er nacheifern kann, keine Autorität, die ihn lenken kann. Seine Mutter war alleinerziehend, kämpfte mit finanziellen Problemen und sprang von Job zu Job, um sich und ihren Sohn über Wasser zu halten. Dadurch, dass die Mutter gezwungen war, ihre Woche mit Arbeit und Überstunden zu füllen, konnte sie Jussie nicht die gewünschte Aufmerksamkeit geben, die ein junges Kind benötigt, vor allem wenn es bereits nur mit einem Elternteil aufwächst. Also wurde Jussie bei verschiedenen Familienmitgliedern untergebracht, doch die meiste Zeit verbrachte er bei seiner Großmutter, Colette Jones. Laut ihm war sie die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. In einigen Interviews sagte Jussie, dass seine Großmutter für ihn immer verlässlicher da war als andere Erwachsene in seinem Leben. Er sagte, sie fühlte sich für ihn oft mehr wie eine Mutter an, während seine leibliche Mutter für ihn eher wie eine Schwester wirkte. Trotz all seiner inneren Konflikte vergaß Jussie nie die Menschen, die ihn geprägt hatten. In einer schönen Instagram-Story zeigte er selbst, dass er für seine Großmutter ein Haus gekauft hat. Big houses, big Benzes, get your money up. Dieses Geschenk war für Jussie mehr als materieller Besitz. Es war ein Versuch, etwas zurückzugeben an die Person, die ihm in einer instabilen Kindheit Halt, Struktur und vor allem ein Zuhause gegeben hatte. Schon früh hatte Jussie das Gefühl, nirgendwo wirklich hineinzupassen. Dieses Gefühl begleitete ihn fast ständig, aber nicht immer. Zum Beispiel dann, wenn er Musik hörte. In diesen Augenblicken konnte er sich wiederfinden und auf seine Weise verbunden fühlen. In der Schule hingegen blieb dieses Gefühl aus. Die Schule wurde für ihn nicht zu einem Ort der Orientierung, sondern vielmehr zu einem Raum, in dem sich Wut und Frustration weiter verstärkten. Lehrer beschrieben ihn später als intelligent, aber impulsiv, als jemand, der schnell lernte, sich aber kaum kontrollieren konnte. Egg selbst sagte, dass ihn irgendwann die Angst verlassen habe und stattdessen nur noch Wut da war. I feared nobody, so my anger took control, and whenever anybody would do anything to me, I would act out on it. Fear left, anger took control. Außerhalb der Schule gab es jedoch Situationen, in denen er anders wahrgenommen wurde. Seine Mutter brachte ihn gelegentlich in Programme für schwer erziehbare Jugendliche. Dort griff Jussie zum Mikrofon und rappte. Zu der Zeit entstanden wichtige Songs, unter anderem sein erster, namens News. Seine Mutter und Tante reagierten überrascht auf sein Talent und merkten, dass die Musik in seinem Leben schon bald eine größere Rolle spielen könnte.
Seine Schulzeit war geprägt von zahlreichen Konflikten. Trotz seiner eher kleinen Körpergröße, die auf einen Herzfehler in seiner Kindheit zurückzuführen ist, dominierte X in vielen Schlägereien. Kämpfen wurde für ihn zu etwas, das er nicht nur suchte, sondern teilweise auch genoss. Vor allem wegen der Aufmerksamkeit und des Respekts, den es ihm einbrachte. Gewalt gab ihm ein Gefühl von Macht und Sichtbarkeit. Jedoch blieb das nicht lange unbestraft. Nämlich wurde er wegen wiederholter körperlicher Auseinandersetzungen aus der Schule verwiesen. Einen Abschluss machte er nie. Im Gegensatz zur Schule wurde Gewalt auf der Straße nicht bestraft, sondern vielmehr belohnt. Sie galt als Mittel, auf das man früher oder später zurückgreifen musste. Doch für X war Gewalt ein bereits vertrautes Werkzeug. Aber was zunächst wie ein Mittel zum Überleben wirkte, senkte gleichzeitig die Hemmschwelle und führte zu weiteren Problemen. 2012 wurde X erstmals als Jugendlicher wegen Drogenbesitzes festgenommen. Von 2013 bis 2014 verbrachte er rund ein Jahr in Jugendhaft. Der Grund waren mehrere Delikte, darunter illegaler Waffenbesitz und gewalttätiges Verhalten. Doch genau dort ereignete sich ein Schlüsselmoment in seinem Leben. In der Jugendhaft lernte er Ski Mask kennen. Beide hatten was gemeinsam. Es war die Leidenschaft für Musik, Freestyles, erste gemeinsame Texte, musikalische Inspiration. Das Thema Musik wurde immer ernster und die Entlassung aus der Jugendhaft rückte immer näher. Nach der Entlassung aus der Jugendhaft war für X klar, Musik war kein einfacher Zeitvertreib mehr, sie war der einzige Ausweg. Zusammen mit Ski Mask fing er an, ernsthaft aufzunehmen. Nicht in teuren Studios, nicht mit großen Plänen, sondern mit dem Equipment, das sie sich leisten konnten. Dazu gehörten ein Laptop, ein einfaches Mikrofon und kaum Ahnung von Technik. Aber genau das machte den Sound aus. Er war roh, verzerrt, laut und unkontrolliert. Nichts davon klang glatt, doch genau deshalb klang es ehrlich. X und Ski Mask waren unzertrennlich. Sie hingen ständig zusammen ab, schrieben Texte und nahmen Songs auf, manchmal sogar die ganze Nacht. Dabei ließ sich X nicht auf einen Stil festlegen. Er hörte alles, sei es Rap, Heavy Metal oder auch Punk Rock. Was ihn so einzigartig machte, war, dass seine Inspiration nicht nur aus einer Richtung kam, sondern vielmehr aus seinen Gefühlen. In dieser Zeit entstanden weitere Songs. Tracks wie Palm Trees oder Y-City erlangten erste Aufmerksamkeit. X und Ski Mask gründeten Members Only. Das war kein Label und auch kein Businessplan, sondern vielmehr ein Zusammenschluss von Leuten, die das Gefühl hatten, nirgends reinzupassen. Zu Members Only gehörten unter anderem Craig Sen, Wi-Fi's Funeral, Killstation, Rob Banks und Bass Santana. Es war eine Gruppe von Außenseitern. Nicht jeder blieb, nicht jeder kam klar, aber für einen Moment hatten sie etwas Gemeinsames: Musik als Ventil. Doch in dieser Phase hatte X kaum Stabilität. Teilweise schlief er mit Ski Mask im Auto, mal bei Freunden, mal gar nicht. Aber irgendwann bekam er Aufmerksamkeit von jemandem, der in der Erwachsenenfilmbranche eine höhere Stellung hatte. Dieser Mann wurde vorerst sein Manager. Er gab X nicht nur Struktur, sondern auch einen Zugang zu einer eigenen Wohnung. Zum ersten Mal konnten sie Musik aufnehmen, ohne ständig improvisieren zu müssen. Doch trotz Musik und Fortschritt ließen ihn seine alten Muster nicht los. Es kam weiterhin zu Schlägereien. Eine dieser Auseinandersetzungen ging viral. Vor allem wegen dem Bild, das dabei entstand. Für das Cover von Young Brats wurde genau ein Bild aus dieser Schlägerei benutzt. Man sieht X, er lächelt, während er seinen Gegner brutal zugerichtet hat und ihn im Schwitzkasten hält. Für viele war es schockierend, für andere wirkte es authentisch, ungefiltert und echt. Währenddessen wuchs sein Name in der Underground-Szene. Er rappte auf kleine Shows, in schwitzigen Clubs oder einfach nur auf chaotischen Parkplätzen. Songs verbreiteten sich über Soundcloud, ohne Marketing, ohne richtige Strategie, nur durch die Energie von X. Er war noch kein richtiger Star, kein Durchbruch, kein echtes Ankommen,
Aber etwas hatte sich verändert. Die Musik wurde viel ernster, der Name wurde bekannter und zum ersten Mal hatte sein Leben eine Richtung. Doch innerlich blieb eine Leere, die kein Song füllen konnte. Und genau in dieser Leere begann eine Beziehung, die X für immer verändert hat. Über Online-Chaträume lernte er Geneva Ayala kennen. Von Anfang an war da eine Verbindung. X sprach später oft davon, dass sie für ihn wie eine Seelenverwandte war. Auf einer gemeinsamen Autofahrt fiel ihm auf, dass Geneva Narben an ihrem Oberschenkel hatte. Ritzspuren, um genau zu sein. Sie sprachen darüber, über Schmerz und innere Leere. In diesem Moment trafen zwei Menschen aufeinander, die sich in vielem ähnlich waren. Nicht nur äußerlich, sondern auch emotional. Die Beziehung wurde zu schnell, zu intensiv. Es war keine ruhige Liebe, keine gesunde Balance, teilweise sogar sehr obsessiv. Beide suchten Halt im anderen und verloren dabei immer mehr sich selbst. Zu der Zeit musste X für 6 Wochen in Haft. Geneva hing unter anderem mit Freunden von X ab. Und mit einem ging sie sogar fremd. You know, they were like taking care of me and stuff until he got back. And I ended up cheating on Jose with his homeboy. Als X aus der Haft kam und davon erfuhr, verzieh er ihr. Zumindest nach außen. Aber innerlich war etwas zerbrochen. Etwas, das man nicht einfach reparieren kann. Später kam es zu einer Situation, in der X, Geneva und einige Freunde gemeinsam unterwegs waren. Ein Freund machte einen Witz. Geneva lachte. Für X war das ein Auslöser. Eifersucht und Unsicherheit. All das, was sich angestaut hatte, kam hoch. Zu Hause kam es zu einem Streit. Laut Geneva sei X in diesem Moment gewalttätig geworden. Sie sprach von Schlägen und davon, dass ihr Kopf unter Wasser gedrückt worden sei. X bestritt diese Vorwürfe. I didn't beat her. Nor do I give a fuck about who beat her at this time, because now I know she's an evil bitch. Es gab sichtbare Verletzungen bei Geneva, unter anderem blaue Flecken. Doch die Ursache dafür blieb umstritten. Bis heute gibt es keine abschließende juristische Klärung, die alle Fragen eindeutig beantwortet. Doch was man mit Sicherheit sagen kann, Geneva war überfordert. Sie wusste nicht, was sie in dem Moment tun sollte. Sie wandte sich an ihren Ex-Freund und seine Mutter. Sie riet Geneva zur Polizei zu gehen, als einzigen Ausweg aus der Situation. X wurde daraufhin festgenommen. Während X in Haft saß, stand seine Welt still. Doch draußen begann sich etwas zu bewegen. Etwas, das seine Zukunft für immer verändern sollte. Als X aus der Haft entlassen wurde, freute er sich, seine Familie und vor allem seinen Manager wiederzusehen. Doch eine viel größere Freude wartete noch auf ihn. Während dem Nachhauseweg checkte X die Zahlen von seinen Songs ab und dabei stach eins besonders heraus. Es war Look at Me. Der Track existierte bereits eine Zeit lang auf Soundcloud, aber viral ging er nicht sofort. Dennoch verbreitete sich der Song während der Haftzeit von X über kurze Clips und Aufnahmen aus Clubs. Doch ein anderer Rapper sorgte durch einen Skandal dafür, dass der Song noch mehr an Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Es war kein geringerer als Drake. Bei einem Auftritt performte er einen neuen Song von sich. Kurz darauf bemerkten viele Fans von X die Ähnlichkeiten im Flow und in der Art der Betonung. Die Vorwürfe verbreiteten sich schnell. Leute diskutierten. Ob es nun eine bewusste Kopie war oder nicht, verlor dabei zunehmend an Bedeutung. Wichtig war etwas anderes. Zum ersten Mal hörte eine breite Öffentlichkeit von XXXTentacion. Look at Me schoss nach oben, Streams nahmen zu. Nach dem plötzlichen Erfolg von Look at Me folgten die ersten großen Interviews. Zum ersten Mal sah die Öffentlichkeit nicht nur den aggressiven Performer, sondern einen jungen Mann, der ruhig sprach und offen über innere Leere, Schuld und mentale Gesundheit redete. Aus dieser Phase entstand etwas Neues. Nicht laut und chaotisch, sondern gefühlsvoll und reflektierend.
2017 erschien X erstes Studioalbum namens 17. Ein Album, das kaum etwas mit dem Bild zu tun hatte, das viele von ihm kannten. Statt Aggression dominierte Verletzlichkeit. Songs wie Jocelyn Flaws entstanden aus Schuldgefühlen, die X gegenüber Jocelyn hatte. Sie war eine Freundin von ihm, die sich während einer gemeinsamen Zeit in Florida das Leben nahm. Ein weiterer zentraler Song war Fuck Love mit Trippie Redd. Es war das einzige Lied aus dem Album, das bei Release auf Soundcloud veröffentlicht wurde. Auch war es eine Zeit lang mit 275 Millionen Plays der meistgestreamte Song auf Soundcloud. Eine einfache, aber sehr berührende Gesangsballade stellte Revenge dar. Der Song wird häufig mit Jocelyn in Verbindung gebracht und wurde gemeinsam mit Depression and Obsession als einer der einzigen Titel vor dem offiziellen Release des Albums veröffentlicht. Das Outro des Albums widmete er seiner Ex Geneva. Ein Gefühl von Nähe, Zerbrechlichkeit und einem Herzen, das noch nicht loslassen konnte, war dabei deutlich zu hören. Insgesamt war 17 traurig, aber auch schön. Es traf einen Nerv bei Menschen, vor allem bei denen, die sich schwach, verloren und unverstanden fühlten. Sogar ein Kendrick Lamar teilte das Album auf Twitter und forderte seine Follower auf, dieses Album zu hören, wenn sie etwas fühlen. Der Erfolg war da, die Aufmerksamkeit auch, aber beides reichte nicht aus, um das innere Chaos zu ordnen. In der Vergangenheit wurde X immer wieder gezwungen, sich zu verändern, vor allem durch Dinge, die nicht immer in seiner Kontrolle lagen. Eine vaterlose Jugend, Gefängnisaufenthalte oder eine kaputte Beziehung. Veränderung war für ihn immer eine Reaktion auf eine belastende Begebenheit. Doch jetzt, zum ersten Mal, begann etwas anderes. X wollte sich nicht mehr verändern, weil er musste, sondern vielmehr, weil er begann, sich selbst verstehen zu wollen. Doch mit dem Erfolg begann sich X nicht nur musikalisch zu verändern, sondern auch als Person. Er färbte sich die Haare weiß und rasierte sich die Augenbrauen. Ein Look, der irritierte und bewusst Erwartungen brach. X erklärte, dass es ihm darum ging, Schönheit nicht mehr im Äußeren zu suchen, sondern vielmehr im Inneren. Die weißen Haare wirkten dabei nicht wie eine neue Identität, sondern wie das Ablegen von dem, was ihn zuvor definiert hatte. In dieser Zeit fand auch ein weiteres Gerichtsverfahren statt. Dabei entstand auch das letzte Mugshot von X. Man erkennt einen leeren Blick, fast so, als befände er sich in einem Schwebezustand. Musikalisch war er präsent, doch innerlich wirkte er suchend. In dieser Phase sprach X offener denn je über Selbstreflexion, Verantwortung und über den Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Und dann änderte sich sein Erscheinungsbild erneut. Er färbte sich die Haare blau. Die blauen Haare wurden zum Symbol dieser neuen Phase. X erklärte selbst, dass Blau für Ruhe, Wachstum und positive Energie stehen sollte. Es war ein bewusster Bruch mit seinem früheren Ich. Musikalisch befand sich X in dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Im März 2018 erschien sein zweites Studioalbum Question Mark mit nur einem Fragezeichen als Albumcover und Titel. Ein Album, das facettenreicher war als alles zuvor. Wahrscheinlich lag es an seiner Ausgeglichenheit. Nämlich konnte man wahrnehmen, dass X zu diesem Zeitpunkt im Einklang mit sich selbst war. Und das spiegelte sich in seiner Musik wider. Schizophrenia und Floor 555 zeichnen sich durch aggressive Rock-Elemente aus. Verletzlichkeit zeigt X mit Songs wie The Remedy of a Broken Heart und Changes. Hope ist den Kindern gewidmet, die beim Schulmassaker in Parkland in Florida ihr Leben verloren haben. X veröffentlichte ihn, um anderen Jugendlichen Hoffnung zu geben und sie zu ermutigen. Songs wie Sad und Moonlight
wurden zu weltweiten Hits und gehören bis heute zu seinen meistgestreamten Songs. Das Album stieg direkt auf Platz 1 der Billboard 200 ein. Jahseh war längst kein Soundcloud-Artist mehr, er war ein globaler Künstler. Doch was für die Fans auffällig war, mit dem Erfolg verschob sich auch sein Fokus. In dieser Phase begann X seine Reichweite bewusst einzusetzen. Er besuchte Schulen, Jugendzentren und Waisenhäuser. Er sprach mit Kindern und Jugendlichen über Selbstwert, Schmerz und darüber, dass Fehler nicht das Ende bedeuten müssen. Er investierte Geld, Zeit und Aufmerksamkeit, nicht für Kameras, sondern für die Menschen. Aus dieser Haltung entstand auch die Helping Hand Challenge, mit der er seine Fans dazu aufrief, anderen zu helfen. X hatte begonnen, nach vorne zu schauen, nicht fehlerfrei und auch nicht perfekt, aber bewusster als je zuvor. Doch genau in diesem Moment, in dem sich sein Weg neu formte, wurde ihm die Zukunft genommen. Der 18. Juni 2018. An diesem Nachmittag befand sich Jahseh on Fro in Deerfield Beach in Florida. Nach einem Besuch bei einem Motorradhändler setzte er sich in sein Auto zurück. Kurz darauf wurde sein Fahrzeug blockiert. Mehrere Männer näherten sich dem Wagen. Es handelte sich um einen Raubüberfall. Sie hatten X bereits im Motorradladen erkannt und es auf ihn abgesehen. Jahseh wurde gezielt mehrfach angeschossen. Bargeld wurde entwendet. Wenig später erlag er im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Er wurde gerade mal 20 Jahre alt. Die Nachricht verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit. Soziale Netzwerke füllten sich mit Meldungen, Videos und Fassungslosigkeit. Für viele kam sein Tod völlig unerwartet. Nicht nur wegen seines jungen Alters, sondern weil er sich gerade in einer Phase der Veränderung befand. Es wirkte, als wäre ein Prozess abrupt unterbrochen worden. Im Nachhinein rückten ältere Social-Media-Beiträge erneut in den Fokus. Monate vor seinem Tod postete X, dass wenn er ermordet werden sollte, Drake dafür verantwortlich sei. Kurz danach löschte X diesen Beitrag mit der Erklärung, dass sein Account gehackt worden sei. Being hacked, I want to issue an apology right now to Drake. That shit was not real. Für Fans kam es so rüber, als wurde er gezwungen, den Beitrag zu löschen. Auch ein Song von Drake sorgte in der Fanszene für Diskussionen. In dem Lied I'm Upset rappt Drake folgendes. SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Why you keep on shooting if you know that nigga dead? Nach dem Tod von X wurden diese Lines von vielen Fans als direkte Anspielungen interpretiert. Vor allem, weil X durch Schüsse unterhalb des Halses getötet wurde und Triple X klar mit seinem Künstlernamen in Verbindung steht. Doch schließlich bleiben es dennoch nur Spekulationen. Der Tod von Jahseh on Fro bleibt offiziell die Folge eines Raubüberfalls. Die Täter wurden identifiziert, vor Gericht gestellt und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zurück blieb eine Leere. Für viele war X mehr als ein einfacher Rapper. Er war jemand, der Gefühle aussprach, die andere nicht benennen konnten. Sein Tod beendete zwar sein Leben, aber nicht den Einfluss, den er hinterließ. Nach seinem Tod wurde es kurz still. Nicht weil er vergessen wurde, sondern weil viele nicht wussten, wie man das begreifen soll. Ein Leben, das gerade begann, endete abrupt. Doch seine Musik blieb. Sein drittes Album und somit sein erstes Posthumane mit dem Namen Skins wurde noch im selben Jahr seines Todes veröffentlicht. Es war ein kurzes und direktes Album. Trotz seiner Fragmenthaftigkeit stieg Skins direkt auf Platz 1 der Billboard 200 ein. Ein Zeichen dafür, wie stark die Verbindung zwischen X und seiner Zuhörerschaft auch nach seinem Tod noch war. Ein Jahr später folgte Bad Vibes Forever, ein Album mit vielen Features und unvollendeten Gedanken. Auch dieses Album fand sein Publikum und stieg auf Platz 5 der Billboard 200 ein. Der Einfluss, den X hatte, zeigte sich nicht nur in Zahlen oder Platzierungen, sondern in etwas Tieferem.
In Nachrichten von Menschen, die sagten, dass seine Musik ihnen geholfen hat, durch Herzschmerz, Verluste und Einsamkeit zu gehen. Ein weiterer Teil seines Vermächtnisses lebt in seinem Sohn weiter, Gekyung, ein Name, den Egg selbst gewählt hatte. Gekyung beschreibt einen höheren Bewusstseinszustand, eine neue Art zu denken, die über das Gewöhnliche hinausgeht. Vielleicht war genau das der Kern von Jahseh. Nicht die Extreme, nicht die Skandale, sondern der Versuch, sich selbst zu verstehen. Für viele wurde seine Musik zu einem Ort, an dem Schmerz erlaubt war, an dem Schwäche kein Makel war und an dem man sich nicht erklären musste. Seine Geschichte blieb unvollendet, doch vielleicht musste sie das auch. Denn sein Vermächtnis liegt nicht darin, was er noch hätte werden können, sondern darin, dass er mindestens einer Generation zeigte, dass ihre Gefühle echt und sie damit nicht alleine sind.